Ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht nur ein Papiertiger, die man getrost ignorieren kann? Oder ist da wirklich etwas dran? Gibt es da wirklich Personen, die ins Ausland umziehen, die auswandern und dann Probleme mit dem Finanzamt bekommen wegen der erweitert beschränkten Steuerpflicht? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dir überlegst, auszuwandern und möglicherweise in ein Land umziehen willst, wo du die erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden willst. Also vereinfacht gesagt, in ein Land, in dem es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt mit Deutschland, dann lade ich dich gerne zu einem unserer Seminare ein, denn wir machen genau Seminare zu dem Thema, zu verschiedenen Ländern und natürlich auch Reisen in ebenfalls sehr interessante Länder, die jeweils ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland haben. Zu nennen wäre Malta, die USA, aber zum Beispiel auch Irland. Aber selbst wenn du zum Beispiel nach Dubai umziehen willst, kannst du über einen gleichzeitigen Umzug nach Österreich auch hier wieder eine Abkommenssituation schaffen und hast auch hier Schutz vor der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Daher könnte vielleicht auch unser Seminar Auswandern nach Dubai für dich interessant sein. Also schau dir unsere Reisen, schau dir unsere Events an. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht und die Frage, was es eigentlich damit auf sich hat. Ist das wirklich nur ein Papiertiger? Es gibt ja einige bekannte Influencer, einige bekannte YouTuber, die behaupten, dass man sich eigentlich darüber überhaupt keine Gedanken machen muss, dass das in der Praxis eigentlich tatsächlich nicht passiert, dass das nur Angstmacherei ist, Drohgebärden des Staates sozusagen, aber in der Realität praktisch keine Relevanz hat. Bevor wir auf diese Fragen eingehen, vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung, was es eigentlich mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht auf sich hat. Wenn du Deutschland verlässt, das heißt, wenn du in Deutschland keinen Wohnsitz mehr hast und Deutschland auch nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, dann endet deine unbeschränkte Steuerpflicht. Du bist ab dann beschränkt steuerpflichtig. Hast du also noch Einkünfte, zum Beispiel aus einer deutschen Vermietung oder beziehst du eine deutsche Rente, dann wirst du vermutlich weiterhin Steuern in Deutschland bezahlen müssen, aber eben nur auf diese deutschen Einkünfte. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht erweitert eben nun diesen Einkünftekatalog aus der beschränkten Steuerpflicht. Auf einmal bist du also auch auf Kryptoeinnahmen steuerpflichtig, die noch 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland entstehen. Hier musst du dich also an die Spekulationsfrist halten. Auch wenn du zum Beispiel ein Depot hast und in dem Depot sind deutsche Aktien, ganz egal, wo sich das Depot befindet, dann musst du auf die Veräußerung aus diesen Aktien nach wie vor Steuern in Deutschland bezahlen. Genau das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Zinsen aus Deutschland. Und was natürlich gerade für viele Unternehmer und Selbstständige ein Problem ist, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst und sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast, also Einkünfte zum Beispiel aus einer amerikanischen LLC, und diese sind gewerblich, dann musst du darauf noch 10 Jahre weiterhin Steuern in Deutschland bezahlen nach deiner Auswanderung. Wer fällt nun unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht? Nun, du musst ganz klar deutscher Staatsbürger sein und du musst in den 10 Jahren vor der Auswanderung mindestens 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Es bringt also nichts, sofort nach der Auswanderung die Staatsbürgerschaft zu wechseln oder kurz vor der Auswanderung eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das wolltest du unter normalen Umständen sowieso nicht machen, aber das würde dir hierfür auch nichts bringen. Du musst weiterhin wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Einige dieser wirtschaftlichen Interessen habe ich ja schon genannt, zum Beispiel Vermögen in Deutschland. Und hierzu zählt unter anderem auch Kryptovermögen, weil Krypto eben nicht einem ganz bestimmten anderen Staat zugeordnet werden kann. Das Gleiche geht natürlich bei den sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Wenn du also mit einer Gesellschaft operierst wie eine LLC, deren Gewinne in keinem anderen Land steuerpflichtig sind, wie es ja bei der amerikanischen LLC der Fall ist, wenn sie als Disregarded Entity betrieben wird ohne amerikanische Betriebsstätte, dann gelten auch diese Einkünfte als wirtschaftliche Interesse in Deutschland und du musst darauf in Deutschland noch 10 Jahre nach dem Wegzug Steuern bezahlen. Viel schlimmer aber ist für viele, dass man noch für 10 Jahre in Deutschland eine Steuererklärung einreichen muss und dem deutschen Staat weiterhin seine weltweiten Einkünfte melden muss. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ist nur dann ein Thema, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst. Das ist ein Land, in dem die Besteuerung ungefähr 1/3 geringer ist als in Deutschland. Oder eben, wenn du digital Nomade bist und überhaupt keine Wohnansässigkeit hast. Ziehst du in ein Land mit dem es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann bist du in gewisser Weise vor der erweitert beschränkten Steuerpflicht geschützt. Die Bedingung ist natürlich, dass es in dem Doppelbesteuerungsabkommen keine
Rückfallklausel gilt, keine sogenannte Subject to Tax Clause. Das bedeutet, wenn du die entsprechenden Einkünfte nicht in deinem neuen Wohnsitzstaat versteuerst, dann erhebt Deutschland wiederum ein Besteuerungsrecht. Das heißt, wenn du die Einkünfte nicht in deinem neuen Wohnsitzland besteuerst, dann steht Deutschland wieder vor deiner Tür und will Steuer auf diese Einkünfte haben. Ein gutes Beispiel zum Beispiel Großbritannien. Mit Großbritannien gibt es ja ein Doppelbesteuerungsabkommen, aber es gibt eben eine sogenannte Subject to Tax Clause, eine Rückfallklausel. Mittlerweile gibt es ja die Remittance-Basis in UK ohnehin nicht mehr, aber als es sie noch gab, war es ganz klar so, dass jemand, der in UK gewohnt hat, deutsche Einkünfte hatte, wie gesagt, zum Beispiel, sagen wir mal, er hat ein Depot mit deutschen Aktien und verkauft diese, hat er 5 Mercedes-Aktien. Normalerweise wäre das nicht in Deutschland steuerpflichtig, wenn man Deutschland verlässt. Aber eben, wenn er jetzt in UK gewohnt hat, den Non-Dom-Status verwendet hat, die sogenannte Remittance-Basis, dann kann Deutschland diese wiederum besteuern, obwohl es eben ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Das hat mit der Subject to Tax Clause zu tun. Das heißt, auch bei einem Wegzug in einen Abkommenstaat muss man vorsichtig sein. Das Beste ist auf jeden Fall, keine deutschen Einkünfte irgendeiner Art zu haben. Wobei natürlich gerade Krypto dann besonderer Beachtung bedarf, weil Einkünfte aus Krypto eben nicht als ausländische Einkünfte zählen und damit auch von dieser Besteuerung betroffen sind. Also das heißt auf Deutsch gesagt, du musst dich an die deutschen Steuerregeln halten. Du musst die Haltefrist von 1 Jahr einhalten. Ansonsten kann Besteuerung in Deutschland drohen, wenn du eben unter diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällst. Ich habe dazu schon viele Videos gemacht. Wir haben dazu auch viel Content auf unserer Webseite. Schau dir das am besten an, wenn dich das näher interessiert. Wie gesagt, da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Und das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Jetzt die entscheidende Frage ist ja, wie wichtig ist das überhaupt? Ist das so eine tote Regel? So ein totes Gesetz, was ohnehin keinen interessiert, was einfach von deutschen Politikern erfunden wurde, um Auswanderungswillige, gerade Vermögende, in Angst zu versetzen, um sie sozusagen davon abzuhalten, auszuwandern. Tatsache ist, die erweitert beschränkte Steuerpflicht gibt es schon seit fast 50 Jahren. Sie ist im Außensteuergesetz definiert, Paragraph 2. Aber es ist absolut nicht so, dass diese erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht von den Finanzämtern beachtet wird. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Erinnern wir uns zum Beispiel an das BMF-Schreiben, also das Schreiben vom Bundesfinanzministerium zum Außensteuergesetz, was Ende 2023 herausgekommen ist. Das sind also Verfahrensanleitungen letztlich an die Finanzämter seitens der deutschen Bundesregierung, wie eben die Steuergesetze zu interpretieren sind. Und da wird hier ein sehr großer Teil dieses sehr langen Dokumentes ganz klar gewidmet der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Und das ist eben absolut nicht so, dass diese nur als ein Papiertiger seitens der deutschen Bundesregierung betrachtet wird. Erst Anfang 2025 wurde ein BfH-Urteil veröffentlicht, das genau die erweitert beschränkte Steuerpflicht wiederum bestätigt hat. Weil eben irgendjemand, der davon betroffen war, gesagt hat, sie verstößt gegen das Völkerrecht, gegen EU-Recht, bla bla bla. Aber nein, der BfH hat das komplett anders gesehen und hat hier den Finanzbehörden Recht gegeben. Dabei ging es übrigens um eine Person, die nach UK umgezogen war und dort den Non-Dom-Status verwendete. Also es ist absolut nicht so, dass diese erweitert beschränkte Steuerpflicht vergessen wurde. Wir haben vor kurzem ja gesehen in den Medien, das war im Sommer 2025, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier gegen Influencer vorgeht, die offensichtlich in Dubai wohnen oder vielleicht auch nicht, die also hier ihre Einkünfte nicht in Deutschland korrekt deklariert haben. Auch da geht es wenigstens teilweise natürlich um die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja genauso ein Land, wo diese dann greift. Hier gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen und oftmals haben ja Influencer eine solche LLC. Das heißt, hier sind genau die Bedingungen gegeben, um unter diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht zu fallen. Aber auch in unserer Beratungspraxis kann ich absolut nicht sagen, dass wir der erweitert beschränkten Steuerpflicht in der Kommunikation mit den Finanzbehörden nicht begegnen. Ich mag mich an einen Mandanten erinnern, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe. Er hat eine verbindliche Anfrage ans Finanzamt gestellt. Er ist sehr wohlhabend, sehr vermögend. Er möchte gerne nach Monaco auswandern, hat einen sehr guten Steuerberater, eine der besten Kanzleien in Deutschland. Die haben das vorbereitet, haben eine verbindliche Anfrage an das Finanzamt, an die Finanzbehörde gestellt, um sich das im Vorfeld absegnen zu lassen. Und da wurde ganz klar dieser Punkt vom Finanzamt dann herausgestrichen. Dieser Mandant hat ein sehr großes Portfolio mit deutschen Aktien, also mehrere Millionen. Und dort wurde ganz klar gesagt, wenn er in Monaco wohnt und diese Aktien verkauft, und wie gesagt, wir reden jetzt hier nur über Streubesitz, wir reden jetzt hier nicht über große Beteiligung, über 1%, sondern einfach nur über Streubesitz, einfach ein großes Depot, Aktien von deutschen Unternehmen. Da wurde ganz klar gesagt, wenn er nach Monaco zieht und diese Aktien verkaufen wird irgendwann, dann wird Steuer in Deutschland fällig im Rahmen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht, jedenfalls wenn der Verkauf in den nächsten 10 Jahren kommt. Wir haben einen Mandanten, der war vor 10 Jahren ins Ausland umgezogen, also 2015. Bei ihm ist jetzt ein Schreiben vom Finanzamt hineingeschneit,
wo genau dieser Sachverhalt jetzt untersucht werden soll für die gesamten 10 Jahre. Also hier war der Betroffene 10 Jahre aus Deutschland weg und da rollt das Finanzamt die ganze Geschichte nochmal auf. Die Leute erhalten dann einen Brief aus heiterem Himmel und werden dazu befragt. Was das Ganze triggert, ist nicht zu 100%ig klar. Möglicherweise gibt es irgendwo eine Betriebsprüfung. Also sagen wir mal, du bist im Ausland, hast eine amerikanische LLC und schreibst jetzt Rechnungen an einen Kunden in Deutschland. Dann hat dieser deutsche Kunde eine Betriebsprüfung. Deine Rechnung wird rausgezogen und der Kunde wird gefragt, was ist denn das für eine Rechnung hier, diese LLC-Rechnung über Softwareentwicklung? Und dann sagt der Kunde natürlich wahrheitsgemäß, naja, das ist hier der Ralf Müller und der Ralf Müller, der wohnt im Ausland oder der ist digital Nomade und verwendet diese LLC. So, am nächsten Tag steht dann das Finanzamt bei dir natürlich vor der Tür. Oder vielleicht auch nicht am nächsten Tag, aber jedenfalls in den nächsten Wochen. Oder möglicherweise hast du auch noch deutsche Einkünfte, die du erklären musst. Sagen wir mal, du hast eine Immobilie in Deutschland verkauft oder du hast Mieteinnahmen in Deutschland oder du hast eine Rente aus Deutschland. Das heißt, du musst in Deutschland irgendwas einreichen, bist beschränkt steuerpflichtig und auf einmal fällt im Finanzamt auf, naja, dieses Wohnsitzland, was derjenige ja angibt, das ist der Niedrigsteuerland, möglicherweise geht er dir weiter beschränkte Steuerpflicht. Da wollen wir nochmal nachforschen. Und hier genau hast du dann auch Mitwirkungspflichten. Das heißt, du kannst dich dem überhaupt nicht entziehen, selbst wenn du 10 Jahre aus Deutschland weg bist. Wenn du hier nicht kooperierst mit dem Finanzamt, was ich dir auf keinen Fall raten würde, also kooperiere mit denen auf jeden Fall, sag die Wahrheit. Wenn du das nicht tust oder wenn du nicht die Wahrheit sagst, dann bewegst du dich ja sofort im strafrechtlich relevanten Bereich. Damit ist also garantiert nicht zu spaßen. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen, er hat 2018 Deutschland verlassen und er hat jetzt plötzlich ein Schreiben vom Finanzamt unerwarteterweise bekommen, wo die erweitert beschränkte Steuerpflicht erwähnt wird. Dieses Schreiben möchte ich dir jetzt mal gerne zeigen. Finanzamt München, 21.07.2025. Hier geht es um die Einkommensteuerveranlagung 2022. Der Mandant hatte irgendwie eine solche Sache, dass er dann noch deutsche Einkünfte hatte. Ich meine aus einer Immobilie oder etwas Ähnliches. Sehr geehrter Herr, am 9.08.2024, also vor gut einem Jahr, erging eine Mitteilung über die gesonderte und einheitliche Feststellung der XYZ. Nach Aktenlage unterliegen Sie 2022 eventuell der erweitert beschränkten Steuerpflicht gemäß § 2 Außensteuergesetz. Zur Klärung, ob es sich bei dem Wohnsitzstaat XYZ um ein Gebiet mit niedriger Besteuerung handelt, bitte ich Sie um Beantwortung folgender Fragen. Handelt es sich um ein Gebiet, in dem keine Einkommensteuer besteht oder erhoben wird? Gebiet, in dem die Steuer nach einem günstigen Tarif erhoben wird? Gebiet, in dem eine wesentliche Vorzugsbesteuerung besteht? Einem gleichgestellten Gebiet, in keinem ausländischen Gebiet ansässig? Also nur um es zu sagen, hier werden ganz klar die digitalen Nomaden angesprochen. Ja, ganz klar. So, jetzt gibt es auch noch eine zweite Seite. Weiterhin bitte ich hier für die ausländischen Steuererklärungen sowie Steuerbescheide vorzulegen. Hinsichtlich der Voraussetzung der Niedrigbesteuerung möchte ich darauf hinweisen, dass bei einer Besteuerung nach dem Remittance-Based-Prinzip von einer Vorzugsbesteuerung auszugehen ist. Der Mandant ist also in ein Land umgezogen mit Non-Dom-Status, UK, Irland, Malta etc. Wobei ganz wichtig wegen Malta, anders als Irland und UK hat Malta keine Rückfallklausel. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sollte von dem Remittance-Based-Prinzip Gebrauch gemacht worden sein, bitte ich um Mitteilung, ob die Einkünfte aus der und so weiter und so fort besteuert wurden. Sofern es sich um ein Niedrigsteuergebiet handelt, bitte ich um Vorlage des Fragebogens zur erweitert beschränkten Steuerpflicht. Vordruck erhalten Sie und dann der Download-Link. Dieses Formular, was da angegeben ist, es ist unheimlich detailliert. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Das ist also das, was du ausfüllen musst. Das ist also eine spezielle Steuererklärung für diejenigen Personen, die unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Du musst dann für sämtliche Auslandsgesellschaften, die dir gehören, ins Deutsche übersetzte bzw. nach deutschem Recht angefertigte Jahresabschlüsse, Buchhaltung etc. dort mit einreichen. Ja, also unheimlich kompliziert kann das sein. Des Weiteren sind noch Einkünfte mit Steuerabzug anzugeben, sowie ausländische Einkünfte zur Ermittlung des Steuersatzes. Also du musst deine weltweiten Einkünfte dann gegenüber dem Finanzamt erklären, auch alles, was keine Einkünfte sind, weil damit eben die Höhe der deutschen Steuer auf deine deutschen Einkünfte definiert wird. Auf die erhöhte Mitwirkungspflicht bei Auslandssachverhalten weise ich hin. Die Verpflichtung zur Beantwortung der Rückfragen und der Ergänzung durch Unterlagen ergibt sich aus § 90, 93, 97 der Abgabenordnung. Also, das ist dem Mandant auf einmal ins Haus geflattert, nachdem er jetzt schon 7 Jahre lang im Ausland gelebt hat. Es ist selbstverständlich natürlich so, dass nicht jeder, der ins Ausland zieht und nicht jeder, der davon betroffen ist und jeder, der es dann unter den Tisch kehrt, erfasst wird und erwischt wird vom Finanzamt. Aber das Risiko, dass du erwischt wirst, ist garantiert gegeben. Und solche Gerichtsentscheide wie das BFH-Urteil, das 2025 veröffentlicht wurde,
Das befeuert natürlich hier auch das Finanzamt und das befeuert auch die Dringlichkeit, solche Erklärungen nun einzufordern von möglicherweise Betroffenen. Denn du weißt es selbst, der Staat hat kein Geld und der Staat muss ans Eingemachte gehen. Nach meiner Beobachtung auf jeden Fall so, und das ist mir klar, dass das nicht objektiv ist, sondern das ist mein subjektiver Standpunkt, dass sich solche Fälle nun mehren. Das heißt, ich würde dir hundertprozentig empfehlen, das Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht sehr genau mit deinem Anwalt, mit deinem Steuerberater zu besprechen, wenn du auswandern willst und dir genau zu überlegen, wie du damit umgehst. Das Schlimmste ist, was du machen kannst, einfach da blauäugig hineinlaufen und dann möglicherweise ein Strafverfahren am Bein haben oder gigantische Nachzahlungen für all die Jahre, wo du nicht eingereicht hast und möglicherweise Steuers hättest bezahlen müssen. Ich rate dir ganz klar dazu, die typischen Steuerfallen zu vermeiden. Krypto hatte ich schon erwähnt, LLC hatte ich schon erwähnt. Es ist immer besser, in ein Land umzuziehen mit einem Doppelbesteuerungsabkommen. Es gibt steuerlich sehr interessante Länder, die ein Doppelbesteuerungsabkommen haben. Malta hatte ich schon erwähnt. Österreich kann man machen und von Österreich kann man dann nach Dubai umziehen. Die Philippinen sind sehr interessant. Zypern ist natürlich interessant. Thailand könnte interessant sein. Irland könnte interessant sein. Also es gibt tatsächlich viele Länder, die interessant sind. Ich muss dir leider sagen, dass der Status des Perpetual Travelers oder digitalen Nomaden komplett unrealistisch ist, aus steuerlicher Sicht wenigstens. Jedenfalls dann, wenn du Einkünfte hast, die möglicherweise von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen sind. Wenn du keine solchen Einkünfte hast, dann kannst du das natürlich machen. Also, wenn du jetzt ein Depot hast mit amerikanischen Aktien, dann kannst du ruhig digital Nomade sein, denn dann wären ja diese Veräußerungserlöse zum Beispiel keine deutschen Einkünfte. Sie wären ganz klar ausländische Einkünfte und das könntest du also problemlos so machen. Immer unter der Annahme natürlich, dass du keine weiteren wirtschaftlichen Interessen in Deutschland mehr hast. Auch der klassische Freiberufler übrigens kann ohne weiteres digitaler Nomade sein. Hier musst du allerdings aufpassen, dass die Einkünfte aus der freiberuflichen Tätigkeit dann nicht im Land des Kunden zu versteuern sind. Das ist garantiert bei deutschen Kunden der Fall. Ja, das heißt also, wenn du als Freiberufler keine ausländische Betriebsstätte hast und du schreibst dann Rechnungen an deutsche Kunden, muss der Kunde dir eigentlich Steuer abziehen. Wenn er dir keine Steuer abzieht, droht dem Kunden jede Menge Ärger, wenn er mal eine Betriebsprüfung hat. Also jeder Fall ist anders, man muss sich das genau anschauen. Aber ich sage es mal so, Umzug in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen ist immer am besten. In vielen Ländern hast du ja keine Aufenthaltspflichten oder keine sehr langen Aufenthaltspflichten. Das heißt, wenn du reisen willst, kannst du trotzdem reisen. Du hast eben leider Gottes immer den Aufwand, dort dann einen Wohnsitz zu unterhalten und dort auch Steuererklärung einzureichen, damit das Ganze Deutschland gegenüber verhebt. Also in diesem Sinne, ich würde dir raten, dass du deinen Steuerberater aufforderst, beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft anzufordern, dann wird dir das Finanzamt klipp und klar sagen, ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder nicht. Nicht immer tun sie das, muss man allerdings sagen. Manchmal sagen sie auch, mach mal einfach und wir sagen es ihnen hinterher. Das ist natürlich nicht befriedigend, ist mir klar. Umso wichtiger, dass du dann einen guten Steuerberater hast oder einen Steueranwalt, der entsprechend im Voraus dir sagt, was genau Sache ist oder nicht. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten mit Top-Steuerberatern in Deutschland zusammen. Die haben alle eine sehr gute Haftpflichtversicherung und haben alle eine sehr gute Reputation. Das heißt, die werden dir hier sehr genau Auskünfte geben zu dem, was du tun kannst oder nicht. Nicht immer sind das besonders angenehme Auskünfte. Man hatte sich ja vielleicht so ein Bild gemacht, wie man sich das Leben im Ausland vorstellt. Und dann auf einmal sieht man, dass das doch gar nicht so einfach ist, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Übrigens, wie gesagt, es betrifft ja nur deutsche Staatsbürger. Schweizer und Österreicher sind absolut von dem Thema natürlich nicht betroffen, selbst wenn sie heute in Deutschland wohnen. Also, da muss man eine gewisse Reife haben. Es bringt hier nichts, wenn man kindisch und unreif ist und sich die Welt zurechtlegt, wie sie in Wirklichkeit nicht ist. Ich garantiere dir, es gibt sehr interessante Steuermodelle, die komplett legal sind, wo du kein Versteckspiel mit dem Finanzamt machen musst, wo es nicht darum geht, den Staat auszutricksen. Das finde ich eine komplett falsche Haltung. Auch wenn du das Finanzamt nicht besonders magst und wer mag das Finanzamt schon, ist ja ganz klar, muss man dennoch natürlich erkennen, dass das auch nur Menschen sind, die einen Job machen und je einfacher es du ihnen machst, ihren Job zu tun, desto weniger Ärger hast du. Das muss ganz klar deine Herangehensweise sein, meiner Meinung nach. Also transparent sein, kein Versteckspiel betreiben, einen guten Steuerberater haben, der mit dem Finanzamt kommuniziert, proaktiv kommuniziert und dann wird dein Wegzug ins Ausland sehr steuergünstig sein und relativ angenehm, was das Finanzamt anbelangt. Das ist unsere Erfahrung aus Hunderten oder Tausenden von Mandanten, denen wir im Lauf der Jahre geholfen haben. Aber man muss die Realität anerkennen. Man kann vor der Realität nicht weglaufen. Man kann
den Kopf nicht in den Sand stecken oder man wird solche Briefe bekommen, wie die ich dir gerade eben gezeigt habe. Und du musst dann Tausende und Abertausende investieren für Steuerberater, für Anwälte und Steuern, die du nachzahlen musst, gegebenenfalls und das möglicherweise noch ein Strafverfahren anbahnen. Also das alles ist äußerst unangenehm und meiner Erfahrung nach eben auch absolut unnötig. Wenn dir weiter beschränkte Steuerpflicht oder sonstige Themen rund um den Wegzug, rund um die Auswanderung auch für dich ein Thema sind, dann lade ich dich herzlich ein, einen unserer Events zu besuchen. Details auf unserer Webseite, Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video hinein. Und natürlich kannst du auch ein Beratungsgespräch buchen. Auch dazu packe ich den Link in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Legale Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften, das sind genau die Themen, bei denen wir unsere Mandanten unterstützen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.